Könnt ihr euch an die Liederbuch-Affäre vom Jänner 2018 erinnern? Eine Falter-Redakteurin berichtete von rassistischen und antisemitischen Texten im Liederbuch der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt. Der Vizevorstand der Germania, Udo Landbauer, behauptete zuerst, dass er von diesen Texten nichts wusste. Zu diesem Zeitpunkt war er noch FPÖ-Spitzenkandidat für die niederösterreichische Landtagswahl. Doch der FPÖ, erst seit wenigen Wochen in der Bundesregierung, wurde das zu heiß. Landbauer wurde vorläufig abgezogen und eine Historikerkommission zur Aufarbeitung der Parteigeschichte wurde angekündigt. Doch noch bevor diese mit der Arbeit beginnen konnte, wurde von FPÖ-Spitzenfunktionären vorausgeschickt, dass Burschenschaften nicht Teil der Untersuchungen sein werden. Aber war nicht gerade die Mitgliedschaft eines FPÖ-Politikers bei einer als rechtsextrem geltenden Burschenschaft der Grund für die Einberufung der Kommission? Liegt es daran, dass Parteiobmann Heinz-Christian Strache, selbst Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Vandalia, regelmäßig Personal aus Burschenschaften rekrutiert? Zurzeit sind von 51 Nationalratsabgeordneten der FPÖ 19 bei einer Burschenschaft oder einer anderen völkischen Verbindung. Auch die Kabinette der von der FPÖ geführten Ministerien sind zahlreich mit Burschenschaftern besetzt. Nun gibt es auch Kritik an der Besetzung der Kommission. Ihrem Vorsitzenden, Wilhelm Brauneder, werden Verbindungen zum rechtsextremen Milieu nachgesagt und die sogenannte Referenzgruppe, die die Arbeit der Kommission überwachen soll, besteht selbst großteils aus Mitgliedern völkischer Verbindungen. Zahlreiche renommierte Historiker bezeichnen die Arbeitsweise der FPÖ als unprofessionell und intransparent, unter anderem, weil bisher nicht bekannt gegeben wurde, wer, außer Brauneder, in der Kommission arbeiten soll. Im April 2018 hat Andreas Mölzer, der langjährige Chefideologe der FPÖ und Leiter der Referenzgruppe, sogar zugegeben, dass die Historikerkommission nur ein taktisches Manöver war, um von der Liederbuch-Affäre abzulenken. Insgesamt entsteht also der Eindruck, als sei man in der FPÖ nicht besonders an einer objektiven geschichtlichen Aufarbeitung interessiert. Warum lassen wir Wählerinnen und Wähler uns das immer noch gefallen? Wir sollten von der FPÖ-Spitze einfordern, dass sie die Parteigeschichte von unabhängigen Historikern aufarbeiten lässt und sich klar von völkischen Gruppierungen distanziert. Dass sie darüber hinaus die als Einzelfälle heruntergespielten rechtsextremen Aussagen von Parteimitgliedern streng verurteilt. Denn von einer Regierungspartei brauchen wir mehr als ein vages Bekenntnis zur Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit. Die eindeutige Absicht, diese Werte mitzutragen, muss auch in ihrer täglichen Arbeit sichtbar werden. Wir sollten nicht länger schweigen, wenn durch Vertuschung und durch das Verbreiten von alternativen Fakten der Weg zu einem autoritären Regime geebnet wird. Machen wir die Klappe auf